So, jetzt wieder Lorenz von eBakery und im heutigen Video geht es um Markenregistrierung bei Amazon. Macht es Sinn, mit einer Marke zu verkaufen, welche eingetragen ist, ohne Marke oder vielleicht mit einer Marke, die nicht eingetragen ist? Wir besprechen die Vorteile, Nachteile und ein Fazit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Genauso sieht es aus. Dieses Video beschäftigt sich rund um das Thema Marken bei Amazon. Wenn ihr also wissen wollt, warum es sich doppelt und dreifach lohnt, seine eigene Marke bei Amazon zu registrieren, dann schaut bis zum Schluss. Lorenz führt ebenfalls aus, wie und vor allem wo ihr eure Marke zwingend anmelden müsst und wo es euch freigestellt ist, diese anzumelden. Bleibt also gespannt. Also, Markenregistrierung bei Amazon. Ja? Es gibt, wenn man Private Label verkaufen möchte, quasi verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir zeichnen die mal hier kurz auf. Ja? Es gibt quasi 3 Möglichkeiten. Einmal kein Markenname oder keine Marke, können wir sagen. Ja? Das zweite ist Marke. Ups, das müssen wir ein bisschen abändern, glaube ich. So ist besser. Genau. Marke ohne DPMA-Registrierung. Und dann als dritter Punkt quasi Marke mit DPMA-Registrierung. Ja. Was meine ich jetzt mit den 3 Möglichkeiten? Wenn wir bei Amazon ein Produkt anlegen, wird Amazon immer einen Markennamen abfragen. Ja. Und für neue Verkäufer ist jetzt natürlich die Frage, wie mache ich das? Kann ich da irgendwas eintragen? Muss ich da was freigeschaltet haben? Kann ich ohne Markenname vielleicht verkaufen? Und darum soll es jetzt ein bisschen gehen. Ja, wenn wir keine Marke nutzen, ist das quasi dann, würde man beim Markennamen eintragen, generisch zum Beispiel. Ja, oder man setzt einfach mittlerweile auch einen Haken bei Amazon und sagt, dieses Produkt besitzt keine Marke. Ist das empfehlenswert im Private Label Bereich? Nein. Gar nicht. Ja, kommen gleich darauf zu sprechen, warum wir sowas eigentlich vermeiden möchten. Aber generell gilt, ich würde, sage ich mal, empfehlen, das zu vermeiden. Beim zweiten, ja, Marke ohne DPMA-Registrierung, können wir Markenname verwenden. Aber hier hat man trotzdem wenig Schutz. Ja, bei generisch hat man gar keinen Schutz. Ich gehe dann, wie gesagt, gleich darauf ein, was das bedeutet. In der dritten Variante haben wir wieder unseren Markennamen, den wir verwenden können. Ja. Voller Schutz, also das Ganze ist dann super geschützt und alle Features. Also, bei Amazon gibt es, wie gesagt, diese 3 Möglichkeiten. Wir haben gar keinen Markennamen und müssen dann quasi sagen, das Produkt ist generisch. Oder wir verwenden einen Markennamen, aber haben den nicht beim DPMA. Und DPMA, ja, für die das noch nicht wissen, ist das deutsche, schreiben ist schwierig, deutsche Patent- und Markenamt. Ja, DPMA. Das deutsche Patent- und Markenamt, wie der Name schon sagt, ist dafür verantwortlich, Marken zu registrieren, zu schützen, einzutragen, wieder zu löschen. Alles, was mit Marken, Patent und auch Designschutz zu tun hat, macht das DPMA als offizielle Stelle in Deutschland. Wenn wir jetzt auf Nummer 2 von den Optionen mal zurückgucken, wir können einen Markennamen verwenden, ohne dass wir diesen registriert haben beim DPMA. Dieser muss dann natürlich vorher noch nicht in Verwendung gewesen sein. Wenn bei Amazon dieser Markenname schon verwendet wird oder der beim DPMA vorher schon registriert wurde von jemand anderem, können wir den nicht verwenden. Wenn wir jetzt einen Fantasienamen uns ausdenken, können wir unter diesem Fantasienamen, unserem eigenen Markennamen quasi, unsere Produkte verkaufen. Aber rechtlich gesehen haben wir keinen Schutz, weil ja, das Ganze ist nicht beim DPMA eingetragen. Amazon wird uns trotzdem diesen Markennamen freigeben und wir dürfen unter diesem verkaufen. Unter der Bedingung, dass wir nachweisen, dass entweder das Produkt und oder die Verpackung permanentes Branding hat. Was heißt das? Ja, die Verpackung oder das Produkt muss Logo oder Markennamen haben, entweder gedruckt, gestickt, in irgendeiner Form muss es permanent sein. Es reicht nicht, wenn wir jetzt eine Box haben und machen dann einen Sticker mit einem Markennamen drauf. Es reicht auch nicht, wenn das Produkt irgendwie einen Sticker mit einem Markennamen hat. Amazons Richtlinien sagen, Branding, also quasi die Markenbestandteile müssen permanent auf diesem Produkt oder der Verpackung angebracht sein. Wenn das der Fall ist, kann man einen Fall eröffnen, ja, oder ein Support-Ticket in dem Fall aufmachen, diesen Markennamen angeben
Fotos vom Produkt oder Verpackung einschicken. Amazon sagt dann im besten Fall, hey, klasse, das entspricht den Richtlinien, du darfst nun Produkte mit X Markenname anlegen. Ja? Die dritte Option ist, wir gehen zum DPMA, nicht physisch, sondern online, ja, und tragen unsere Marke offiziell ein, geben dann unsere persönlichen Daten ein, den Markennamen, das Logo, falls vorhanden, welche Klassen, also welche Produktkategorien quasi zu der Marke passen. Auch wenn das für Amazon übrigens nicht relevant ist. Amazon interessiert es nicht, unter welchen Klassen im DPMA euer Produkt eingetragen ist. Ganz wichtig, ist nicht relevant, aktuell noch nicht. Ja? Und Amazon sagt dann, nachdem beim DPMA alles fertig ist, und das kostet, ich glaube, aktuell so 300 oder 400 Euro ungefähr, die Markenregistrierung. Man kann das auch nochmal in einer schnelleren Variante bestellen. Das Schöne ist, mittlerweile akzeptiert Amazon Markenanmeldung, auch wenn diese noch nicht final beim DPMA durch sind. Heißt also, die Marke ist noch in der Registrierungsphase. Wir können diese trotzdem mit Amazon verbinden. Wie machen wir das? Wir gehen zu Amazon Brand Registry, so heißt das Portal quasi, nutzen unseren normalen Verkäufer-Account, wenn wir schon einen haben, ja, nutzen davon die E-Mail und das Passwort genau aus dem normalen Verkäufer-Account, also Seller Central Account, melden uns bei Brand Registry an und fangen dort mit der Markenregistrierung an. Bedeutet, beim DPMA muss da schon alles fertig sein, beziehungsweise die Marke muss mindestens im Register als Registrierung schon auftauchen. Dann können wir beim Brand Registry Portal von Amazon unsere Marke hinterlegen, müssen dann auch wieder ein paar Sachen bestätigen. Und dann gibt uns Amazon Bescheid, hey, die Marke wurde, sage ich mal, ordentlich registriert, kann nun im Verkäuferkonto benutzt werden. Was bringt uns das Ganze? Und das ist jetzt, sage ich mal, eigentlich der Hauptinhalt des Videos. Extra Features, ja, als Markeninhaber. Ich zähle jetzt mal einige auf. Es gibt noch eine Liste von vielen kleineren Features, die vielleicht relevant sind. Aber für den Anfang, die wichtigsten sind einmal Videos hochladen auf Listing. Was heißt das? Ich kann auf meinem Produktangebot, auf meinem Listing jetzt ein Video hochladen. Ja, da gibt es dann verschiedene Kriterien und Richtlinien wieder, aber das ist sehr, sehr nice. Ja, Videos können bei vielen Produkten natürlich helfen, die Conversion Rate zu steigern. Das nächste ist Schutz der Marke und des Listings. Wenn wir die anderen beiden Optionen nochmal betrachten, ohne Marke verkaufen oder ohne Marke oder mit Marke und ohne Schutz, ja, als zweite Option, die ich aufgezeichnet habe, ist es so, dass andere Verkäufer einfach anfangen können, auf unserem Angebot mitzuverkaufen. Denn Amazon sagt, diese Listings sind nicht geschützt. Wenn jetzt jemand sagt, er hat euer Produkt, kann er das auch mit anbieten. Was passiert dann? Wir sehen immer wieder, dass Verkäufer ohne Marke verkaufen, also generisch zum Beispiel, laden dann Fotos hoch, haben ein gutes Produkt, ja, machen Werbung, ziehen das Listing hoch, kriegen Bewertung. Und dann fangen oftmals auch chinesische Verkäufer an, auf dem gleichen Angebot mitzuverkaufen und klauen quasi, in Anführungsstrichen klauen, die Verkäufe weg. Das ist sehr problematisch für den ursprünglichen Verkäufer, weil das Listing, sage ich mal, geklaut wurde. Im Englischen sagt man dazu Listing Hijacking quasi, ja. Also quasi das Listing wird ja übernommen von einem anderen Verkäufer. Das kann in der ersten Option ohne Marke und auch in der zweiten Option mit Marke und ohne Schutz in beiden Fällen passieren und es passiert auch immer noch, jeden Tag. In der dritten Variante, wo wir über das DPMA unsere Marke offiziell registriert haben, kann das Ganze nicht so einfach passieren, denn es kann nicht einfach jeder behaupten, er hat unsere Markenprodukte und verkauft die jetzt mit auf unserem Angebot. Ja? Teilweise kann es vorkommen, dass andere Verkäufer das vielleicht probieren. Wir können dann aber über Amazon Brand Registry diese anderen Verkäufer, die fälschlicherweise auf unserem Produkt mitverkaufen, relativ schnell wieder loswerden. Ja? Das ist ein Riesenvorteil, vor allem für Listings, die gute Umsätze generieren, wachsen und natürlich, damit man da einen Schutz hat. Ja? Das nächste wäre zum Beispiel Experimente. Das gibt es noch nicht allzu lange, ja, ich glaube so 1,5 Jahre vielleicht, was für Amazon jetzt noch nicht so einen langen Zeitraum bedeutet. Hier kann man quasi Split-Tests machen im Bereich Titel, Bilder gehen und A+-Content, also Marken-Content, wo ich gleich auch drauf zurückkomme. Heißt, wir können sagen, für 4, 6, 8, 10, 12 Wochen soll die Hälfte der Kunden den Titel sehen, die andere Hälfte einen anderen Titel. Die Hälfte der Kunde das Bild, die andere Hälfte das Bild. Sehr, sehr coole Möglichkeit, Daten zu sammeln und zu schauen, was konvertiert besser, welche Bilder, welche Texte und so weiter. Richtig, richtig gut. Wird noch viel zu wenig genutzt von Markeninhabern. Sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen. Ja. Dann A+-Content, ja, beziehungsweise, wie er auch genannt wird oder vorher genannt wurde, Enhanced Brand Content. Das ist quasi einfach nur
die Möglichkeit, die normale, langweilige Produktbeschreibung, die nur aus einem Textblock besteht, auszutauschen mit Modulen, in denen Fotos platziert werden kann, Text platziert werden kann, Vergleiche platziert werden kann und sogar Cross-Selling mit anderen Produkten betrieben werden kann. Sehr, sehr geiles Feature. Nutzt jeder Käufer, der, sage ich mal, relativ professionell unterwegs ist. Statistisch gesehen sind es, glaube ich, 5-6% mehr Umsatz, die das A+ einbringen kann oder bringt. Ja, gesehen auf, ich glaube, 100.000 Listings oder so hat Amazon angeschaut und dann quasi verglichen. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. 5% macht jetzt bei einem neuen Verkäufer nicht so viel aus. Bei starken Verkäufern sind 5% natürlich nicht schlecht. Und über eine Menge von Listings lohnt sich sowieso. Ja? Das nächste. Hier geht es jetzt um Sponsored Ads, ja, und spezifisch Sponsored Brand und Display. Ja. Diese beiden Werbetypen, Sponsored Brand Ads und Sponsored Display Ads und deren Kampagnen sind nicht für Verkäufer vorhanden, die keine Marke registriert haben. Oder umgekehrt gesagt, sind nur vorhanden für Verkäufer mit eingetragener Marke. Hier können wir quasi mehr Werbekampagnen schalten mit anderen Zielen, mit anderen Möglichkeiten, mit Creatives, also auch Bildern und Videos. Das ist eigentlich der größte Punkt, warum sich die Markenregistrierung sehr, sehr stark lohnt. Mit mehr Werbekampagnen und mehr Möglichkeiten können wir mehr Daten sammeln, mehr interessante Werbeziele finden, mehr Pushen und Ranking generieren. Und größere Verkäufer oder, sage ich mal, Verkäufer mit einem soliden Startbudget, die ja gerade erst anfangen, nutzen diese Werbemöglichkeiten auch sehr, sehr stark. Ja? Das ist somit der eigentlich beste Punkt an dem Ganzen. Dann hat man noch den Brand Registry Support. Das ist quasi in der Theorie ein besserer Support als der normale Seller Support. Klappt nicht immer, ja, wie man sich das erhofft. Ist aber von der Qualität schon mal ein bisschen besser als der normale Amazon Support, der eher fragwürdig ist von der Qualität, sagen wir es mal so. Ja. Alles in allem. Markeninhaber zu sein, lohnt sich auf Amazon sehr. Amazon bringt immer mehr Tools raus, immer mehr Features für Markeninhaber und macht es Nicht-Markeninhabern tatsächlich immer schwieriger, auf Amazon zu verkaufen. Ja, dementsprechend super Sache, können wir nur empfehlen. Gibt uns viele Möglichkeiten, extra Content einzupflegen und gibt langfristig viel, viel mehr Schutz. Ja, in dem Sinne, Markenregistrierung von unserer Seite aus immer empfehlenswert. Außer es gibt ein sehr, sehr kleines Budget zum Start. Aber diese, sag ich mal, ich glaube 290, 390 Euro, die das Ganze kostet, kriegt man längerfristig immer wieder raus mit den extra Features. Und selbst bei kleineren Verkäufern lohnt sich das. Alleine für den Schutz des Listings, dass nicht ein fremder Verkäufer quasi das Ganze übernehmen kann. Allein das ist schon 300 Euro definitiv wert. Genau, das dazu. Markeninhaber sein, super gut. Und der letzte Punkt, den ich jetzt nicht aufgeschrieben hatte, wenn wir bei uns die Bilder anpassen, Texte anpassen, Content quasi ändern, sind wir als Markeninhaber immer im Recht und können diesen anpassen. Nicht Markeninhaber, für die gilt quasi Änderung der Bilder, Änderung des Textes, ist ein Vorschlag für den Katalog, muss von Amazon nicht umgesetzt werden, auch beim eigenen Produkt nicht. Beim Markeninhabern sind diese Änderungsvorschläge quasi keine Vorschläge, sondern müssen von Amazon in der Theorie jedenfalls live gebracht werden. Klappt auch nicht immer, aber viel, viel besser als bei Nicht-Markeninhabern. Ja, das zum Thema Markeninhaber sein und Vorteile. Das gilt übrigens für alle Amazon-Märkte. Sowohl in Amerika hat man diese Features dann, als auch in Deutschland. Wichtig ist, die Marke muss im Regelfall in allen Ländern registriert sein. Eine deutsche Marke wird in Amerika nicht funktionieren bei Amazon. Ja? Man muss in jedem Land seine Marke neu registrieren. Teilweise habe ich gesehen, dass auch mit einer Marke quasi das dann über andere Länder übertragen werden konnte. Ist aber in der Theorie nicht möglich. Ja, also da muss man wirklich schauen, im besten Fall in jedem Land, wo man verkauft oder aktiv verkaufen möchte, dann auch die Marke registrieren. Genau, das dazu. Vielen, vielen Dank und bis nächstes Mal. Nun wisst ihr also, dass euch eine beim DPMA registrierte Marke vor dem berühmt-berüchtigten ASIN-Hijacking schützen kann. Der finanzielle Aufwand ist für den Nutzen, sei es der Enhanced Brand Content, die Videoimplementierung, dem Support und dem Schutz, eher gering. Es lohnt sich also. Sollte es dazu noch Fragen geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Ansonsten helfen wir von eBakery euch bei euren Amazon SEO, Amazon PPC und weiteren Belangen. Alle Infos erhaltet ihr auf der Seite oben rechts, auf der ihr dann auch einen Termin vereinbaren könnt. Ansonsten wird es noch einiges zu Amazon auf diesem Kanal geben. Ein Abo lohnt sich also allemal. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut!
Euer eBakery-Team.